Servus bei ARS24 und heute habe ich was Neues für euch, was wir bisher so in der Form noch nicht im Sortiment hatten, und zwar Fahrzeugortung. Und wir haben hier mit dabei den Nico Liebeskind von Autoscope und wir werden zusammen euch jetzt Autoscope vorstellen. Servus Nico. Moin moin Olli. In diesem Video werden wir euch Autoscope vorstellen und hoffentlich alle Fragen, die sich rund um das Thema ergeben. Und wir werden euch das Webportal vorstellen, wo ich die ganzen Einstellungen vornehmen kann für das Gerät und natürlich auch die App für dein Smartphone, für mobile Einsätze. Und am Ende werden wir euch zeigen, wie wir das Gerät in einen Opel Corsa installieren. Nico, was können wir uns denn unter Autoscope vorstellen? Was ist und was kann Autoscope? Also zuallererst mal ist es eine aktive Echtzeitordnung deines Fahrzeugs. Dann haben wir eine Aufzeichnung aller gefahrener Routen, auch in Form einer Fahrtenliste, zu Abrechnungszwecken, zum Beispiel für Dienstleister, für Handwerker. Eine tolle Geschichte ist auch der integrierte Erschütterungssensor, weil damit haben wir dann wirklich die Möglichkeit, schnell reagieren zu können im Falle eines Einbruchs, wenn wir einen Parkrempler haben oder irgendwas anderes am Fahrzeug vor sich geht. Was vor allem für alle Camper unter uns besonders interessant ist, ist die integrierte Spannungsüberwachung der Batterie. Das heißt, wir haben eine aktive Alarmierung, sobald unsere Spannung unter einen gewissen Wert sinkt. Natürlich auch interessant für alle PKWs, LKWs, Baumaschinen, Rasenmäherroboter und was einem nicht alles einfällt. Eine Besonderheit ist sicherlich auch die einfache Bedienung. Du hast eine einfache App, du hast ein Webportal, was Spaß macht zu bedienen, ohne umständliche Konfigurationen. Du schließt es an und es funktioniert. Wichtig hervorzuheben ist sicherlich auch, dass die Bedienbarkeit bei uns eine essentielle Rolle gespielt hat. Das heißt, jeder soll mit dieser App oder mit dem Portal umgehen können, ohne sich ewig einarbeiten zu müssen. Wichtig hervorzuheben ist sicherlich auch die extrem einfache Installation der Hardware und die einfache Bedienung aller Funktionen über App, über Webportal und die Möglichkeiten der Benachrichtigung. So, Herr Liebeskind, jetzt geht es ja mal um die Grundfunktion, die Ortung. Erzähl uns doch einfach mal, was genau Ortung bedeutet und wie man es einsetzt, was es damit auf sich hat. Genau, Ortung ist ja im Grunde einfach eine Positionsbestimmung. Wir machen wir nennen es aktive Ortung, das heißt, wir ermitteln alle paar Sekunden die aktuelle Position, Geschwindigkeit und weitere Daten wie Batteriespannung etc. vom Gerät und erfassen das Ganze und werten das aus. Das heißt, wir nehmen die Position schon auf, bevor es zu spät ist und haben sozusagen stetig die gesamte. Okay, das bedeutet, ich bin ständig in Kontakt mit meinem Portal, also mein Autoscope gibt jedes Mal meinem Portal wieder Bescheid, wo ich gerade bin. Das heißt, auch meine Routenplanung wird praktisch ständig verfolgt. Nicht wie bei anderen Ortungssystemen, wo die Abfrage für die Information nur dann stattfindet, wenn ich aktiv danach frage, sondern unser Autoscope gibt praktisch ständig das Signal ab, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Richtig, das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Und das ist auch der große Unterschied zu einem einfachen, herkömmlichen System. Viele einfache Ortungssysteme arbeiten so, dass du wirklich das Gerät anrufen musst. Und wenn du Glück hast, bekommst du eine SMS mit einer Koordinate zurück. Aber wenn dein Fahrzeug gestohlen wurde, merkst du es ja wahrscheinlich erst morgens. Und dann ist es ja schon zu spät. Das heißt, wir brauchen wirklich sofort eine Bemeldung, wenn irgendwas am Fahrzeug ist und dann auch eine detaillierte Routenverfolgung. Okay, und durch die App sehe ich natürlich auch direkt, wo ist denn jetzt mein Fahrzeug? Ich habe nicht nur eine Koordinate, sondern ich habe eine Landkarte, wo ich weiß, alles klar, das ist jetzt genau an der Stelle. Ja. Genau. Und vor allen Dingen weißt du auch, wie es da hingekommen ist, genau, weil der gesamte Routenverlauf da ist. Okay, wie ist denn der konkrete Ablauf im Fahrzeug, wenn ich mich für Autoscope entscheide? Also wie baue ich was, wo, wann ein? Also wenn wir uns das zum Beispiel vorstellen, das Gerät ist bei uns im Fahrzeug verbaut. Es hat einmal die GPS-Antenne. Irgendwo da verbaut, wo es hoffentlich keiner sieht, keiner findet und so weiter. Okay, halten wir das gleich mal fest. Ja. Sollte auf jeden Fall keiner sehen können. Wir haben die GPS-Antenne zur Positionsbestimmung. Wir haben die Mobilfunkantenne, um die gesamten Daten auch zu verschicken. Weil die Daten müssen ja irgendwie von dem Gerät zu unseren Servern und schließlich in deine App kommen. Die Kommunikation zwischen meinem Fahrzeug und dem Webportal, wie intensiv ist denn das da? Also sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, senden wir ungefähr alle 30 Sekunden einen Datensatz. Der enthält dann die Position, die Geschwindigkeit, Batteriespannung etc. Wenn das Fahrzeug allerdings parkt, dann schicken wir nur jede halbe Stunde ein Signal. Was ist denn jetzt, wenn ich die Stromversorgung einfach unterbreche? Also ich, Einbrecher, eine Motorhaube auf, Batterie abklemmen, dann ist das Ding ja jetzt tot, oder? Nein, auf keinen Fall. Okay, weil in dem Moment, wo du die Motorhaube aufbrichst, haben wir erstmal eine Erschütterung am Fahrzeug. Das heißt, wir erkennen die Erschütterung und dann hast du schon eine erste Nachricht auf dem Telefon. Wenn jetzt jemand auch noch die Versorgungsspannung davon trennt, gibt es die nächste Manipulationsmeldung.
dass die Stromversorgung getrennt wurde. Okay. Das heißt, du hast jetzt schon 2 Nachrichten, dass irgendwas am Auto vor sich geht. Okay, das heißt aber auch, hier muss eine eigene Stromversorgung drin sein. Richtig, das Gerät wird einmal an die Stromversorgung vom Fahrzeug angeschlossen. 12, 24, 36 Volt, was auch immer. Ob LKW, PKW oder was auch immer? Völlig egal. Und die überwachen wir stetig. Wie lange hält mir der Akku von dem Gerät, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird? Das hängt immer von der Nutzung ab. Wir sagen immer so 3 Tage durchfahren oder 7 Tage Standzeit. Also im Schnitt 5 Tage ungefähr hält der Akku aus. Also dafür ist es, glaube ich, echt eine geile Lösung. Ist ja auch der Sinn und Zweck eines Ortungssystems. Und zwar eines aktiven Ortungssystems, wo ich per Nachricht informiert werde. Aktiv, jetzt ist was mit deinem Auto. Ich komme nicht zum Auto zurück. Wo ist mein Auto? Nein, mit Autoscope weiß ich das ab dem Moment, wo es losgeht, und dann sollte auch mal richtig Alarm in der Bude sein, dann geht es um dein Auto. Zusätzlich zur Ortung habt ihr euch ja noch einige Zusatzfunktionen einfallen lassen, die ja aufgrund dieser gesammelten Daten, wie schnell fahre ich, wo stehe ich, wo fahre ich, daraus ergeben sich einige andere Möglichkeiten, die habt ihr genutzt und habt zum Beispiel die Routendarstellung fixiert. Sag mal, für wen von unseren Zuschauern könnte es durchaus sinnvoll im Alltag sein und im beruflichen Alltag vor allem? Genau, wenn wir schon mal die ganzen Daten gesammelt haben, wollen wir sie auch irgendwie auswerten. Das heißt, gerade für Dienstleister, für Handwerker, für Pflegedienste macht es ja Sinn, herauszufinden, wie lange war mein Fahrzeug beim jeweiligen Kunden zum Beispiel. Und genau dafür gibt es diese Fahrtenliste, wo ich genau eine Übersicht habe, wo ist mein Fahrzeug losgefahren, wo ist es angekommen, was war der Anfahrtsweg, was war die Standzeit am Ziel. Also gerade für Handwerker und Dienstleister ist es ein super Feature, weil ja mein Autoscope, also ich selber weiß jetzt, wann mein Auto wo wie lang steht und kann das natürlich optimal zur Abrechnung nutzen. Wir reden jetzt die ganze Zeit von Daten sammeln und speichern. Da geht bestimmt vielen von den Zuschauern schon die Alarmglocke hoch. Keiner will so gern die Daten preisgeben. Wie ist denn das bei euch? Ihr kommt, glaube ich, selber nicht mal richtig an die Daten dran, weil die eben verschlüsselt sind. Erklär mal. Ja, genau, Olli. Es ist nämlich so, dass wir die gesamte Datenübertragung vom Gerät bis zu unseren Servern verschlüsselt realisieren. Und auch die Daten an sich werden für jeden Benutzer separat verschlüsselt gespeichert. Das heißt, wir haben weder Zugriff auf irgendwelche Positions- und Bewegungsdaten. Wir können lediglich sehen, sendet das Gerät Daten, ja oder nein, und hat es eine Stromversorgung. Also das, was wir zu Diagnosezwecke brauchen. Also Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen, eure Daten sind safe mit Autoscope. Den Erschütterungsmelder haben wir vorhin schon mal angesprochen gehabt. Das ist ja alles in diesem Kästchen integriert. Das erkennt Bewegung am Fahrzeug, da will jemand dran. Das ist ja in 2 Sachen ziemlich geil. Also erstens mal, selbst wenn mein Auto stehen bleibt, werde ich ja jetzt informiert, hey, da ist einer dran. Vielleicht will da einer rein, will Werkzeug aus dem Kofferraum rausklauen oder mein Handy auf dem Beifahrersitz. Das andere wäre ja dann auch die Parkrempler. Das heißt, wenn mich jemand anstößt beim Einparken oder sonst wo, dann kriege ich sofort eine SMS oder eine E-Mail, je nachdem, wie ich es eingestellt habe, und weiß Bescheid und kann gleich mal losspringen und schauen, ob ich denjenigen noch erwische, der da irgendwo vielleicht an meinem Auto war. Kann man das so sagen, wie es jetzt gerade? Absolut. Also habe ich es verstanden und Genau. Wir werden das ja auch noch ausprobieren. Aber Selbst schon gehabt. Wir saßen im Restaurant, in der Bar. Auf einmal bekomme ich eine Nachricht, ein Auto hat sich bewegt. Ich sage, oh, okay, geh's mal lieber gucken. Und tatsächlich, der Parknachbar hat seine Tür gegen mein Auto gehauen. Hat ihm in dem Fall mehr wehgetan als mir, aber es war schön zu wissen. Und der hat sogar noch gewartet, bis du kommst. Er hat doof geguckt. Er wollte schon abhauen. Richtig. Also echt auch Erschütterungssensor finde ich eine sehr coole Zusatzfunktion, die nicht zwangsläufig was mit der Ortung an sich zu tun hat, aber hier alles mit eingebaut. Vorhin hat man schon angesprochen, mit Autoscope habe ich keine leere Batterie mehr. Zumindest weiß ich es, wenn sie leer wird, ja, oder kritisch wird. Erklär mir mal, wie das genau funktioniert. Genau, du kannst einen Schwellenwert einstellen für die Unterspannung und lässt sich dann aktiv benachrichtigen. Also so zum Beispiel 11,8 Volt oder 11,7. Das ist zum Beispiel interessant im Winter, wo die Batterien eher mal den Geist aufgeben, dass man schon aktiv eine Nachricht kriegt, hey, du wirst ein Problem haben morgens, da kannst du schon mal ein bisschen organisieren, dass du morgens loskommst. Oder halt auch alle Camper, die die Kühlbox betreiben, die vielleicht auf dem Festival unterwegs sind und doch noch rechtzeitig wieder zum Auto zurück wollen, bevor die Batterie leer ist. Oder was mich zum Beispiel betrifft als Oldtimer-Liebhaber, bei aktuellen Autos hast du es so, du steigst aus und es macht überall Klingen und Bim und alles weist darauf hin, dass du das Licht noch an hast. Beim Oldtimer meistens nicht. Und bevor du da eine böse Erwachung hast, zack, Licht aus, weißt du Bescheid. Geiler Hinweis, super. Die Bedienung des Autoscope, also bedienen tue ich es ja eigentlich nur entweder über meine App oder über einen Desktop.
Und ich habe jetzt schon gemerkt, es ist unglaublich einfach, nicht so kompliziert wie viele, viele andere Sachen, wo du sagst, nach 3-mal bedienen, ich weiß gar nicht mehr, wie lief das jetzt nochmal? Es ist so irre einfach gemacht, dass so Idioten wie mich das nicht abschreckt, einfach auch aktiv meine Einstellungen vorzunehmen und richtig toll mit dem Gerät zu arbeiten. Was gibt es denn sonst noch, was so kompliziert Ablehner wie mich noch an diesem Gerät begeistern? Was wir ganz anders machen als andere, die Daten müssen übertragen werden. Also brauchen wir einen Zugang zum Mobilfunknetz. Jawohl. Und um das möglichst einfach zu gestalten, haben wir eine supergeile Kooperation mit der Telekom. Dadurch ist jedes Gerät bei der Auslieferung schon mit allen SIM-Karten, alles was du brauchst, ausgestattet. Das heißt, du musst nicht losgehen, dir eine Prepaid-Karte besorgen, dir ein Guthaben aufladen, dir Gedanken über einen Tarif machen. Gibt's alles nicht. Du schließt das Gerät an und es funktioniert. Und das erste Jahr, die gesamte Nutzung, die ganze Datenübertragung, auch europaweit, wenn du im Urlaub unterwegs bist, in Österreich, in Italien, völlig egal, funktioniert überall. Und nach dem ersten Jahr wirst du einfach gefragt, möchtest du es weiter nutzen? Ja oder nein? Von euch gefragt? Von uns gefragt. Weil wir stehen selber nicht auf lange Vertragslaufzeiten oder 24-Monatsverträge, ist alles Quatsch. Du bekommst die Frage, möchtest du es weiter nutzen? Ja oder nein? Und wenn du sagst ja, kostet dich das Ganze nur 3,99 € im Monat. Und damit sind wir sowas von preisgünstig, das schaffst du mit keiner eigenen SIM-Karte. Okay, und bin auch Gott froh. Also man kann es als Nachteil deklarieren, man kann ja gar keine andere SIM reinmachen. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass es nicht anders funktioniert. Sonst geht nämlich genau dieses Komplizierte los. Irgendwo wild anmelden, mit SMS irgendwo hinschreiben, das Ganze erstmal konfigurieren, den ganzen Mist. Habt ihr für uns alle schon das Thema abgenommen? Das funktioniert einfach anschließen. Läuft. Geht. Ende. Einfacher geht's gar nicht. Ein Thema, was mich selber auch sehr begeistert an der ganzen Sache mit Autoscope, ist das Thema Schutz meiner Liebsten. Ja, also alle Väter, alle Mütter finden das sicherlich ziemlich geil. Erstens mit der SOS-Taste, die noch optional mit anschließbar ist. Was kann man denn damit machen? Richtig, SOS-Taste ist wie so ein stiller Alarm. Das heißt, ich habe einen kleinen Knopf, den verbaue ich irgendwo, wo ich weiß, dass er sitzt und kann dann sagen, wer soll alles Bescheid bekommen, wenn der Knopf gedrückt wird. Das heißt, beim modernen Auto hast du so eine Notfalltaste bei einem Unfall, dass Hilfe kommt und das ist das Äquivalent dazu. Das heißt, ich kann mir im Prinzip jetzt das Ganze so leicht über meine App konfigurieren, dass mein Dad, meine Schwester, Oma, Opa alle SMS und E-Mail kriegen, wenn ich da drauf drücke. Ja, wo drin steht, unter den Koordinaten so und so stecke ich jetzt vielleicht gerade fest. Ich möchte bitte Hilfe haben und das kann ich damit gleich konfigurieren und habe meine Taste, die ich, wie gesagt, nicht anschließen muss, weil im Prinzip langt für die restlichen Funktionen Plus und Minus am Gerät, aber wir können es eben mitnutzen, das ist jetzt nicht allzu kompliziert zum Einbauen und ihr habt eine SOS-Taste im Auto drinne. Genau. Eine coole Funktion zur Absicherung des Fahrzeugs ist sicherlich auch der Alarmbereich. Das heißt, du kannst vorgeben, was für einen Bereich das Fahrzeug nicht verlassen soll und dann kriegst du eine Nachricht. Das heißt sozusagen, ich kann den Radius um einen bestimmten Punkt festsetzen und wenn es den Radius verlässt, Alarm, wieder SMS, E-Mail. Ja. Oder wenn die Frau nach Hause kommt, kannst du natürlich auch sagen Alarm, wenn das Fahrzeug den Bereich betritt. Aber an der Stelle fällt mir vielleicht noch was anderes ein. Ich denke, das könnte für alle Elternteile ganz interessant sein, wenn ich ein Kind habe, das jetzt so langsam in das Fahralter kommt und zum ersten Mal oder die ersten Wochen ein Auto alleine irgendwo hin bewegt, kann ich ja umgekehrt, ich als Elternteil habe die App auf meinem Handy drauf und sage, ich werde benachrichtigt, wenn mein Kind diesen Radius, den ich entsprechend vorgebe, verlässt. Und Geschwindigkeiten kann ich ja auch eingeben, ab welcher Geschwindigkeit mein Alarm ich bekommen soll. Dann könnte ich ja auch sagen, hey, warte mal, bei dir gebe ich 140, wir vereinbaren zusammen, du Kind, ich Elternteil, fahr bitte nicht schnell wie 140. Ja? Und wenn du mit 5 Minuten lang bei 200 irgendwo durch die Gegend brennst, dann kriege ich auch eine Information, hey, Moment mal, dein Kind bewegt sich gerade schneller als vereinbart. Ja? Richtig, und damit du sie nicht ganz so doll gängelst, kannst du natürlich auch erlauben, dass du mal 2 Minuten schneller fahren darfst, um wenigstens mal ein bisschen den Flow auf der Autobahn zu nutzen. Oder mal überholen zu dürfen. Richtig. Angenommen, jetzt ist mal Ernstfall. Ja, jetzt habe ich die Hardware als Autoscope, ich habe euch als Dienstleister oder als Anbieter von Autoscope. Was tue ich, wenn mein Auto weg ist? Ja, als allererstes solltest du erstmal die Polizei informieren. Einmal das Fahrzeug als gestohlen melden. Und dann hast du 2 Varianten.
Entweder du kommunizierst selbst mit der Polizei, das heißt, du ermittelst denen die Positionsdaten, die du an deiner App siehst, die du im Webportal siehst, oder du ziehst uns hinzu. Wir haben eine 24-Stunden-Notruf-Hotline, wo du dich bei uns melden kannst. Allerdings brauchen wir dann deine Zugangsdaten, weil selbst in diesem Fall können wir deine Daten auch mit einem richterlichen Beschluss nicht weitergeben, weil wir können sie ja nicht sehen. Das heißt, du gibst uns deine Zugangsdaten und wir interagieren für dich mit der Polizei und halten die auf dem Laufenden, wo sich dein Fahrzeug befindet. Sehr gut zu wissen. Eine beliebte Variante zum Fahrzeugdiebstahl ist unter anderem heutzutage auch, weil es immer mehr Ortungsprodukte gibt, dass das Fahrzeug wird zwar entwendet, aber dann vielleicht nur 50, 60 Kilometer entfernt erstmal abgestellt. Irgendwo in der Gartenanlage, im Gewerbegebiet, wo es nicht auffällt, dass da ein Auto parkt. Und erst wenn dieses Auto dann noch 2, 3 Tage später dort steht, wird es mitgenommen. Weil man dann weiß, dass in dem Fahrzeug vermutlich kein Ortungssystem drin ist und die Wahrscheinlichkeit jetzt natürlich sehr groß ist, dass wir wieder an unser Auto zurückkommen, weil die Verbrecher wissen mittlerweile, es gibt viele Fahrzeuge mit Ortungssystemen drin, also wird die Karre erstmal geklaut, schnell woanders hingebracht, schnell wieder geflüchtet und erst wenn man jetzt erkennt, hey, das Auto holt ja gar keiner ab, also hat es wahrscheinlich auch kein Ortungssystem drin und erst dann fehlt mein Auto. Also ist meine Wahrscheinlichkeit recht groß, an mein Auto wieder ranzukommen, dank Autoscope. Nico, zeige uns doch jetzt mal, wenn wir schon immer davon reden, die einfache Bedienung und das ganze Übersichtliche, was Autoscope zu bieten hat. Zeige uns doch mal jetzt erstens am Desktop, was es damit auf sich hat, wie einfach eben jetzt wirklich die Darstellung ist. Wir werden euch daheim jetzt eben parallel zeigen, was auf dem Desktop zu sehen ist. Okay, also das Erste, was du siehst, nachdem du dich angemeldet hast, sind die letzten Positionen aller deiner Fahrzeuge. Das fragst du, alle deine Fahrzeuge? Ja, du kannst in einem Benutzerkonto mehrere Fahrzeuge verwalten. Deswegen habe ich jetzt mal eins von mir genommen. Da sehen wir hier rechts in der Leiste unsere 5 Fahrzeuge. Jawohl. Jedem Fahrzeug kann ich einen eigenen Namen geben. Und ich sehe auf der Karte den aktuellen Zustand. Wir haben jetzt momentan... Aber parkt, oder? Genau, P steht für Parken. Wenn jetzt fahren würde, sehen wir ein Auto, das sehen wir gleich mal. Wenn ich jetzt intuitiv einfach mal auf die Position klicke, wo das Fahrzeug steht, dann geht für mich so ein kleines Fenster auf. Da sehe ich, wann ist das Fahrzeug dort angekommen, was ist die errechnete Parkdauer seitdem. Das heißt, in dem Fall steht das Auto jetzt seit 1 Tag und 19 Stunden am Flughafen in Rostock. Okay, verstanden. Na? Wir können uns also mal anschauen, wie genau die Positionsbestimmung ist. Wir können beliebig weit in die Karte reinzoomen. Und dank OpenStreetMap haben wir auch viele Bezeichnungen auf der Karte. So wissen wir gleich, wir stehen Parkdeck 2 Okay. Flughafen, ne, mit der genauen Position. Parkhaus 2. Genau. Parkdeck. Parkdeck, Parkhaus. In Rostock gibt es kein Parkhaus, das ist eigentlich ein offener Parkplatz. Na, eine Variante, die ich jetzt habe, wenn ich rechts in der Leiste auf einen Fahrzeugnamen klicke, nehme jetzt mal dieses, lädt er mir automatisch die heute gefahrene Route. Okay. Und hier sehen wir auch den Intervall. Wir sagten ja eingangs, alle 30 Sekunden erfolgt eine Messung. Genau. Und das sehen wir hier anhand der Positionen. Wir können auch wieder auf eine Position klicken und sehen dann, wann das Fahrzeug dort war und wie schnell es an der Stelle gefahren ist. Super, genau, übersichtlich. Ja. Bist gerade durch den Blitzer gefahren, kannst nachträglich gucken, wie teuer es wird. Soll mal vorkommen, so zwischendurch. Wenn man sich verloren hat in der Ansicht, klickt man einfach hier wieder auf Übersicht und wir sind wieder am Start. Na, gibt immer einen Weg zurück. Okay, das ist einfach nur meine Übersicht. Genau. Wir haben das Ganze, um es möglichst einfach zu halten, in 4 Bereiche geteilt. Wir haben einmal den Bereich Ortung, das ist alles das, was hier vorne mit der Karte zu tun hat. Jawohl. Wir haben den Bereich Dashboard, das ist alles das, was mit Statistiken zu tun hat. Okay, schauen wir doch kurz rein. Genau, da gehen wir jetzt mal rauf. Und hier sehen wir zu unserem Fahrzeug ein paar relevante Daten. Ich nehme jetzt mal das Fahrzeug, was heute auch unterwegs war. Wir sehen dann hier den heutigen Geschwindigkeitsverlauf, sehen also sofort, was waren so die Top-Geschwindigkeiten, die heute gefahren worden sind. Wir sehen die aktuelle Geschwindigkeit, steht gerade bei 0 km/h. Wir haben den Spannungsverlauf, auch hier können wir gucken, so auf den Tag verteilt, was hatten wir für Spannungsdaten, können in einzelnen Bereichen auch ranzoomen und sehen, was die Lichtmaschine zum Beispiel. Prima. Also jetzt nicht super wichtig, aber es ist ein netter Überblick über das, was das Gerät kann, oder? Genau. So. Dargestellt haben wir auch natürlich einmal die aktuelle Spannung. Das ist ja, was uns wirklich interessiert, Genau. Was ist der aktuelle Zustand vom Fahrzeug. Was wir vorhin meinten, war die Fahrtenliste. Da hatten wir gesagt, für Handwerker interessant, für Dienstleister interessant, wenn wir wissen wollen, wie lange waren wir auf welchen Baustellen zum Beispiel. Genau, ja. Das können wir uns auch mal kurz anschauen. In der Fahrtenliste geben wir einfach einen beliebigen Zeitraum an, den wir betrachten wollen. Ich nehme jetzt mal für mich so die letzte Woche.
Und jetzt wertet er uns in Echtzeit gerade unsere gefahrenen Strecken aus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr die Einzelposition dargestellt, sondern die Fahrtetappe einmal als Strecke. Also immer Start und Ziel. Genau, wir sehen jetzt, hier oben ist er losgefahren, hier unten ist er angekommen. Wir haben zu der Strecke einmal die Ankunftszeit genannt, wann waren wir am Ziel, wie lange waren wir am Ziel, also ist die Aufenthaltsdauer und den Anfahrtsweg. Das ist natürlich super für alle, die bei der Abrechnung sitzen, für irgendwelche Firmen, wo eben Dienstleistungen berechnen, wo man genau sehen kann, okay, so lang war man an der Baustelle oder bei dem Patienten oder was auch immer. Genau. Und kann das dann daheim ganz gemütlich im Büro hier nachvollziehen und entsprechend die Rechnungen stellen. Richtig, du kannst natürlich auch gleich einen Kommentar hinterlegen. Das heißt, hier weiß ich zum Beispiel, ich bin zum Büro gefahren, dann kann ich das in der Liste auch einfach aufnehmen, schreibe ich hin zum Büro zum Beispiel. Ne? Oder wenn wir jetzt mal eine andere Etappe auswählen, wie die hier, dann lädt er uns dafür die Daten. Dann sehen wir sind hier losgefahren und dort angekommen. Weiß ich, bei welchem Kunden ich war, trage ich hier einfach meinen Kundennamen ein, Kunde XY und habe das Ganze erfasst. Okay, was passiert jetzt, wenn ich da irgendwelche Sachen zusammenlegen mag? Ich war jetzt irgendwo beim Bäcker, da war ich ja vielleicht auch noch mal 5 Minuten, Kaffee trunken, vielleicht eine Viertelstunde. Kann man das irgendwie dann als eine Fahrt deklarieren oder wie funktioniert das? Richtig, wir können uns ja einfach mal angucken, was jetzt die nächste Etappe wäre. Das heißt, wir sind im Warneufer angekommen und sind danach vom Warneufer wahrscheinlich genau weitergefahren wieder zu uns im Büro. Wenn wir jetzt sagen wollen, das war eine Tour, dann schieben wir die einfach übereinander. Dann werden die beiden verbunden und wird jetzt als zusammenhängende Tour gespeichert. Super, das ist ja echt übersichtlich. Sodass wir immer eine vernünftige Übersicht haben. Ich denke, das langt jetzt auch fürs Erste, was diese Routenlisten betrifft. Ich glaube, viel mehr interessant ist jetzt auch noch das, wie stelle ich jetzt diese verschiedenen Alarme ein, die mich informieren und wen sie informieren, über was sie mich informieren. Zeig uns doch da einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir halt mal so ein Erschütterungssensor. Genau. Also wir haben als vierte Option das Einstellungsmenü, wo ich neben den normalen Sachen wie persönliche Informationen, Benutzernamen, Passwort, zum einen meine Fahrzeuge verwalten kann und meine Alarmmeldung verwalten kann. Okay. Wir fangen einfach mal bei den Fahrzeugen an, so von der Übersicht halber. Sehe ich hier auf einen Blick. Betrifft jetzt nur diejenigen, die halt mehrere Autoscope in verschiedenen Fahrzeugen drin haben, aber ich als alleiniger alle Meldungen von allen Fahrzeugen habe. Genau, aber du möchtest ja auch deinem Fahrzeug vielleicht ein Kennzeichen vergeben, einen Namen vergeben. Das läuft dann über diese Maske, wo ich dann einmal so ein paar grundsätzliche Funktionen zu meinem Fahrzeug... Okay, das ist ja da, um eben in Zukunft auch das Ganze übersichtlich zu gestalten. Genau. Wenn wir das dann gemacht haben, gehen wir einfach auf Alarmierung und das ist so ein bisschen das Herzstück, so die Kommandozentrale. Hier können wir für unser Fahrzeug definieren, wann wir eine Nachricht bekommen wollen. Das heißt, wir sehen jetzt hier in der Ansicht schon verschiedenste Symbole dargestellt. Wenn das Gerät jetzt neu verbaut ist, wäre diese Ansicht komplett blank und ich hätte nur das Pluszeichen, um einen Alarm hinzuzufügen. Wenn ich darauf drücke, fragt er mich, was wir für einen Alarm anlegen wollen. Hier sind schon so gut wie alle drin. Ich nehme mal hier den. Da zeigt uns die Alarmtypen an, die wir noch nicht konfiguriert haben und stellt uns dazu entsprechende Fragen. Ein Beispiel wäre jetzt die zeitgesteuerte Alarmierung. Das bedeutet? Das heißt, wir wollen einen Alarm bei Erschütterung haben, aber nur in einer bestimmten Zeitspanne. Okay. Zum Beispiel, dein Auto steht in der Regel von 22 bis 6 Uhr auf dem Hof. Wenn in der Zeit jemand ans Fahrzeug geht, willst du sofort eine Meldung haben. Okay. Gibt es Sinn bei dem Erschütterungssensor, wenn mein Fahrzeug irgendwo an der Straße steht, wo ständig LKWs vorbeidonnern und ich eigentlich ich weiß schon, das ist so an der Stelle, ich kann es aber nicht einstellen, kann ich natürlich erstens meinen Erschütterungssensor unempfindlicher machen oder sagen, abends parkt mein Auto bei mir auf dem Hof, da ist es ruhig, da fährt kein LKW mehr dran vorbei. Wenn da was erschüttert, ja, dann muss es auf jeden Fall losgehen, aber tagsüber kriege ich nicht dauernd irgendwelche Meldungen, die mich nur nerven und kann das damit ein bisschen einschränken mit dieser Zeitsteuerung. Wie stellt man die jetzt ein, die Zeit? Richtig, jetzt würde ich sagen, einfach auswählen und weiter. Und jetzt fragt er mich 2 Fragen. Wann wollen wir benachrichtigt werden? Dann können wir einfach die Uhrzeit eingeben. Jetzt sagen wir mal in dem Fall von 22 Uhr bis vielleicht 7 Uhr, schläfst vielleicht ein bisschen länger. Ja, mach 8 Uhr. 8 Uhr. 9 Uhr. Machen wir mal um 8. Zack. Und jetzt fragt er uns, wie wollen wir benachrichtigt werden? Und wir haben da immer als Option SMS und E-Mail. Okay. So, warum SMS? Keine Push-Nachrichten etc., weil SMS funktioniert immer. SMS ist unabhängig, du brauchst keine Internetverbindung, egal was für ein Telefon du hast, SMS funktioniert immer und es kostet dich nichts. Deswegen haben wir uns für SMS entschieden. Das alles in diesen Kosten da drin, was ich gekauft habe. Richtig. Oder beziehungsweise im Folgejahr dann für 3,99 € auch alles inklusive. Es gibt keine extra
Brauchst du keine Angst haben. Kosten mehr. Nein. Ja, bin ich gebrandmarkt mit sowas. Genau. Jetzt würdest du einfach auswählen via SMS. Und hier kannst du ein kleines Telefonbuch verwalten. Das heißt, du musst nicht für jeden Alarm jedes Mal die Nummer eintippen. Du machst das einmal und kannst dann pro Alarm auswählen, wer Bescheid bekommen soll. Okay. In dem Fall wähle ich jetzt mich aus, Nico, ziehe das einfach rüber. Ich kann natürlich so viel benachrichtigen lassen, wie ich möchte. Okay, also ich kann die ganze Welt anschreiben lassen, wenn mein Auto gerade quäkelt. Genau, alle deine Freunde, dass alle gleich hinstürmen können. Okay, also alles, was Sinn gibt, kann man hier reinpacken. Es gibt keine Begrenzung. Genau, aber wir beschränken uns jetzt mal auf Nico und Dirk. E-Mail brauchen wir jetzt nicht in dem Fall, würde aber genauso aussehen mit dem Adressbuch. Ne? Brauchen wir jetzt aber nicht. Und sagen einfach speichern. Und jetzt ist der Alarm auch schon angelegt. Das war's. Und genauso einfach funktioniert das zum Beispiel auch für Versorgungsspannung gering. Wenn wir hier so rüberfahren mit der Maus, sehen wir immer, was jeweils dort eingestellt ist und können das bearbeiten. Hier sehen wir zum Beispiel Spannung 15,8 Volt, macht keinen Sinn. Gehen wir rauf und ändern die Spannung auf einen Schwellenwert, der für uns relevant ist. 12 Volt bei der normalen Fahrzeugbatterie. Machen wir nichts verkehrt. Wir haben auch eine Verzögerung drin, weil du möchtest ja keine Nachricht bekommen, wenn du das Auto startest. Spannung bricht vielleicht ein bisschen ein. Exakt, ja. Wollen wir keine Nachricht, deswegen sagen wir 1 Minute Verzögerung. Können wieder auswählen, wer Bescheid bekommen soll. Das heißt, das System sagt mir erst nach 1 Minute, wenn die Spannung so lange unterschritten ist, jetzt schicke ich die Meldung raus an meinen Herrn. Ja, Genau. Und habe nicht ständig irgendwelche Informationen, die einfach sinnlos sind. Die kann das System absolut sicher einstellen, dass ich sage, es gibt echt Sinn, jetzt an dieser Stelle die Meldung rauszugeben. Richtig. Und dann gehst du auch einfach wieder auf Speichern und es ist im System hinterlegt. Und das Ganze funktioniert genauso einfach und intuitiv über die App. Das zeige ich dir nachher gleich mal. Jetzt vielleicht noch mal ein Wort zum Erschütterungssensor. Jawohl. Wir haben auch den letzten Punkt, Gerätekonfiguration. Hier können wir für unser Gerät diesen Sensor ein bisschen kalibrieren. Wir haben das versucht, ein bisschen bildlich darzustellen mit der Katze auf dem Dach und dem Elefanten, der auf dem Auto trampelt. Wenn wir zum Beispiel an der Hauptstraße parken, ständig fahren LKWs vorbei, dann würden wir sagen, okay, wir stellen die Erschütterungsdauer vielleicht auf 2 Sekunden oder 3 Sekunden, dass das Auto wirklich 2 Sekunden wackeln muss, bevor der Alarm auslöst. Aber das ist dann nur für solche Spezialfälle. In der Regel ist die beste Einstellung die empfindlichste. Okay, aber die kann den Sensor selber auch unempfindlicher machen. Nicht nur die Zeit, wo er reagieren muss, sondern weil bei so einem Parkrempler hast du wahrscheinlich auch nicht mehr wie 1 oder 2 Sekunden, wo es rempelt und dann wäre das, in dem Fall wird es untergehen. Richtig. Also lieber die Zeit wahrscheinlich, Erschütterungsdauer in Zeit Vollgas empfindlich lassen, aber den Empfindlichkeitsfaktor ein bisschen zurücknehmen, oder? Ich würde mit beiden spielen. Okay. Wie gesagt, ich würde für solchen Spezialfall, wenn man das anpassen muss, dann immer ein bisschen gucken, wie passt es am besten. Ja, man kann das ja öfters mal probieren, einfach mal im Auto immer dagegen fahren, immer schauen, mal ein bisschen fester, ein bisschen weniger fest. Ja, ist natürlich easy zu machen. Vollkommen. Gut. Einen Bereich haben wir jetzt ausgelassen. Was? Das waren die Alarmbereiche. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen jetzt eine Meldung haben, wenn uns die Frau zu Hause besuchen bekommt. Ach, nennen wir es mal nicht so, oder? Okay, wenn das Kind die Stadt verlässt. Oder wenn mein Auto diesen Bezirk verlässt. Halten wir es allgemein. Weil es geklaut wird gerade. Richtig. Ja, okay. Gut, einigen wir uns darauf. Dafür gehen wir wieder auf die Ortung Ja. und wählen unser Fahrzeug aus. Jawohl. Nehmen wir jetzt mal wieder den Kollegen. Mit einem Klick auf Alarmbereiche sehe ich alle Alarmbereiche, die wir für dieses Fahrzeug angelegt haben. Wir haben doch keine Beschränkungen. Du kannst so viele Zonen definieren, wie du möchtest. Okay, so viele geben wahrscheinlich in der Regel keinen Sinn. Ja, Aber okay, vielleicht da, wo ich wohne, da, wo ich arbeite. Genau. Vielleicht da, wo du eine Garage hast. So die üblichen Positionen. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal wild irgendeinen Ort in Deutschland, wo wir sagen, das ist unser Zuhause. Gehen da einmal rein. Und sagen jetzt mal einfach nur angenommen, das wäre unser Haus. Oh, das ist meine Ferienhütte, ne? Ja, schöne Alleinlage. Falsche Ecke. Nehmen wir den Kreis und kann dann mit einem Fadenkreuz einen beliebigen Bereich aufziehen. Ruhig ein bisschen toleranter. In diesem Fall machen wir jetzt mal 150 Meter, sodass wir das gesamte Gehöft. Das heißt, so lange kann ich auf dem eigenen Hof rumfahren und machen. Aber sobald ich diesen Bereich verlasse. Jetzt fragt er uns halt einmal nach einer Beschreibung. Jetzt können wir einen Namen eingeben. Ich sage jetzt einfach mal Zuhause. Wir können ihm sagen, wann wir die Nachricht haben wollen, bei Betreten des Kreises, bei Verlassen des Kreises oder beide. Und können auch hier wieder sagen, wie wir die Nachricht erhalten wollen. Per SMS oder per E-Mail. Wenn wir jetzt ganz paranoid sind, haken wir hier alles an, sagen einmal speichern und dann wird der Bereich an das Gerät übertragen. Und wir sehen jetzt auch hier unten unseren
Alarmbereich, den wir gerade definiert haben. Und auch diesen kann man jetzt wieder bearbeiten. Einfach raufklicken, die Eingabemaske öffnet sich wieder und wir können die Werte anpassen. Okay, prima. Easy. Und jetzt zeigst du mir das Ganze nur direkt am Smartphone auf der App. Genau. Okay, machen wir jetzt einen kurzen Ausflug in die App, weil die lässt sich genauso leicht bedienen und ist eigentlich für mich als Anwender sogar reeller als mein Desktop, weil dann mache ich gleich alles vom Handy aus. Ja, unterwegs hast du halt auch einmal alles dargestellt, was du brauchst. Wir sehen jetzt hier nach der Anmeldung die aktuelle Position meines Fahrzeugs mit der aktuellen Batteriespannung. Wir sehen wieder den aktuellen Status, dass das Auto parkt. Wir können hier zwischen unseren Fahrzeugen auch durchwechseln, wenn wir mehrere Fahrzeuge haben. Wir haben hier auch die Möglichkeit, den Erschütterungsalarm, den wir vorhin schon erwähnt haben, ein- und auszuschalten. Das Ganze, jetzt ist er aus, jetzt ist er wieder an. Wir haben auch hier die Möglichkeit, alle aktuellen Positionen auf einen Blick zu haben. Wir können auch hier zu den einzelnen Fahrzeugen die gefahrene Route laden, zum Beispiel für heute. Auch hier wieder die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen, in die Details zu schauen. Und als letzten Punkt haben wir auch hier die ganzen Alarmeinstellungen, wo ich mein Fahrzeug auswähle und auch hier zum Beispiel den Versorgungsspannungsalarm definieren kann. Mit Schieberegler, die Spannung einstellen, Verzögerung und die einzelnen Leute, die Bescheid bekommen sollen, auswählen. Also alle Funktionen, die auf dem Desktop auch verfügbar sind, fast alle, zumindest genauso übersichtlich, aber eben jetzt auf der App und nicht auf dem Desktop, finde ich echt krass, wie übersichtlich das Ganze hier geworden ist. Also ihr habt euch da wirklich viel Hirnschmalz kosten lassen, um eine schöne, bedienbare App zu machen, die es echt im Alltag auf sich hat. So, wir haben den Kabelbaum jetzt mal auseinandergebaut. Zeige ich euch mal, was wir jetzt alles hier entdecken. Also für den Erstanschluss brauchen wir absolut nur Masse und Dauerplus. Was anderes brauchen wir gar nicht, um auf die Grundfunktionen zu kommen. Wenn wir zusätzlich diesen SOS-Knopf mit einbauen möchten, dann haben wir an dem Kabelbaum noch zusätzlich dieses schwarz-weiße Kabel, das auf diesem Taster endet, den ich eben versteckt einbauen kann, um den SOS auszulösen. Wir haben ein weißes Kabel, das ist ein digitaler Eingang, wenn ich von irgendwelchen anderen Signalgebern ein Signal bekomme, wo ich über meine App dann wiedergeben möchte, dass da irgendwas passiert, wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen verwendet. Und das gelbe Kabel ist der Signalausgang, mit dem kann ich jetzt was steuern, zum Beispiel eine Standheizung, und kann die über meine App, über das Smartphone einschalten. Dann haben wir noch das blaue und das schwarze Kabel. Die zwei Kabel sind jetzt nur prophylaktisch mal überhaupt zum Kabelbaum integriert. Die können wir entweder ganz wegzwicken, kürzer machen, wie auch immer. Kann in Zukunft sein, dass hier Sensorik noch mit über die App gesteuert werden kann, die jetzt noch gar nicht aktuell ist, aber die Hardware und der Kabelbaum ist hierfür schon ausgerüstet. Also im Normalfall brauche ich gerade mal Plus und Minus und meinen Taster. So, mehr ist es schon gar nicht mehr. Natürlich müssen wir auch die GSM-Antenne noch mit verbauen. Die ist relativ unproblematisch und einfach zu installieren. Mit einem Klebepad irgendwo festmachen im Fahrzeug, zeige ich euch gleich. Und natürlich die GPS-Maus, die zumindest nach oben hin kein Metall mehr haben darf. Ist aber egal, ob jetzt hier ein Verkleidungsteil von Kunststoff vom Armaturenbrett drüber ist oder die Glasscheibe drüber ist. Einfach so, dass oben drüber kein Metall mehr ist. Und das Ganze bauen wir jetzt mal quickie ein. Wir bauen das Ganze jetzt live in einen Opel Corsa ein, neueres Baujahr. Selbst der hat schon jetzt dieses Ortungssystem von Opel, das OnStar, so heißt das Ganze. Und das Modul finden wir auch gleich hier direkt hinterm Handschuhfach, so wie es bei jedem Opel Corsa verbaut ist und natürlich von jedem, der sich ein bisschen auskennt, einfach schnell lahmzulegen ist. Wir haben das Handschuhfach hier ausgebaut, das sind bloß ein paar Schrauben, die man hier entfernen muss, dann kann man das Ganze hier rausnehmen und die Seitenteile hier wegklippen, mehr ist es schon gar nicht. Und dann komme ich an zumindest mal einen Massepunkt hier hin. Da unten ist ein zentraler Massepunkt, da kann ich mir jetzt eine Ringöse auf mein Massekabel drauf machen und hier oben haben wir ein blau-rotes Kabel, hier ist unser Dauerplus drauf. Die zwei Kabel verbinde ich jetzt. Das Ganze ist mit der GPS-Antenne hier oben auf einem Metallträger drauf. Die GPS-Maus hat ein Magnetelement drin, so dass ich die Antenne jetzt bloß auf diesen Metallträger drauflegen muss und eigentlich das Ganze damit schon fest ist. Nur nach oben darf jetzt eben kein Metall mehr kommen. Die beiliegende GSM-Antenne, die wollen wir auch nicht, dass man die irgendwie von außen schon erkennen kann und die Profis wieder ahnen, da könnte ein Ortungssystem drin sein, weil das hier an der Scheibe zum Beispiel montiert ist.
kleben wir diese GSM-Antenne direkt hier auf so ein inneres Kunststoffteil drauf. Das funktioniert ganz genauso. Im GSM-Bereich ist es lange nicht so empfindlich wie im DAB- oder UKW-Bereich. Und insofern hier unsichtbar unten rein, wo man es erst gar nicht erkennt. Oder am besten gleich so, dass das Kabel auch an der Seite verschwindet. Und hier an der Seite bloß dran ist. Zum Beispiel. So, das Ganze hier rein. Dann können wir unsere GSM-Kabel darunter legen. Dann haben wir ein Massekabel. So, dalle. So, Masse mal drauf. So, dicke festmachen. So. So. Und jetzt haben wir einen Stromdieb, den wir auf unsere Plusleitung mit drauf machen. So, okay. Und quetschen uns in das Kabel rein. Bam, das war's. Und jetzt haben wir eigentlich schon alles angeschlossen, was wir brauchen. So, einmal GPS-Antenne anschließen. So, die GSM-Antenne. Genauso mit dem Schraubverschluss. So, und unseren Anschlussstecker mit Plus und Minus. So, jetzt können wir die ganzen Kabel noch mal schön zusammenpacken. Und jetzt wäre hier noch unser weiß-schwarzes Kabel mit dem Ende des Tasters, den wir jetzt beliebig hier irgendwo im Fahrzeug mit anbringen können, wo man halt gut erreicht und vielleicht auch recht leicht zu installieren ist. Das überlasse ich jedem selber, wo man das hinpackt. Wir schauen jetzt, dass wir die Kabel schön zusammenpacken und das Gerät an sich am besten irgendwo versteckt hier unten rein zum Beispiel. Da ist also schon die Wahrscheinlichkeit des Findens relativ gering. Und dann kann man jetzt die Abdeckung wieder drauf machen und damit ist die Installation dann schon beendet. Hier sieht man zwei Kontrollleuchten, einmal für GSM-Empfang. Hier ist schon voll auf Tour, der blinkt bzw. der blitzt. Und wenn er langsam blinkt, dann hat er noch kein GPS-Signal. Bei uns jetzt hier in dem Fall ganz logischerweise, weil wir in der Halle drin stehen und keinen GPS-Empfang haben. Sobald ich rausfahre, fängt es hier auch zum Blitzen an. So, letzte Schraube rein und alles wieder zu. Bam. Und sehen Sie, Sie sehen nichts, alles ist unten drunter, nicht am Originalplatz und ganz schwer auffindbar für Einbrecher. Ich freue mich, dass wir den Nico hier haben durften, der uns die Autoscope-Geschichte hier mal richtig toll erzählt. Also wir gingen, glaube ich, ziemlich in die Tiefe. Also jeden, den das Produkt interessiert, der weiß ja jetzt schon eigentlich, wie alles funktioniert. Für alle, die ihr liebstes Kind schützen möchten, ob das jetzt ein Oldtimer, ein Camper, ein Boot, ein Motorrad, egal was ist, oder Inhalte wie Sortimo-Kästen, die unheimlich teuer sind und installiert werden in Fahrzeuge. All diese Sachen können wir mit Autoscope schützen. Gibt es natürlich bei uns im Webshop. Den Link direkt zum Produkt im Shop haben wir euch im Videobeschreibungstext unten mit zugefügt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wünsche euch viel Spaß bei der Installation von Autoscope und bedanke mich nochmal beim Nico. Schön, dass du da warst. Sehr gerne.